einen wunderschönen Freitag wünsche ich euch. Ich habe heute einen Herbst-Haul für euch. Ich habe in letzter Zeit ziemlich viel gekauft. Also für meine Verhältnisse ist es super, super viel, und weil die Sachen noch halbwegs aktuell sind und viele von euch gesagt hatten, dass sie sich sowas mal wünschen, dachte ich mir, drehe ich euch heute so einen Haul mit Try-On. Das heißt, ich werde die ganzen Sachen auch anprobieren. Am Montag ist mein Video ja leider ausgefallen. Das wird aber in den nächsten Wochen nicht mehr passieren. Das kann ich euch schon mal verraten. Denn in den nächsten Wochen wird es besonders montags sehr, sehr cool auf meinem Kanal. Also unbedingt am Montag einschalten. Was gibt es sonst noch Neues zu sagen? Ich habe meine Haare geschnitten. Für diejenigen von euch, die mir nicht auf Twitter oder Instagram oder Snapchat folgen, ihr wisst gar nicht, was ihr verpasst. Aber ja, ich habe mir meine Haare abschneiden lassen. Also sie sind jetzt so oberhalb der Brust und ich hatte sie vorher so bis zur Mitte der Brust ungefähr. Also ich schätze, es sind so 7, 8 cm abgekommen. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, wobei sie für mich jetzt schon kurz sind, wobei ich ja auch weiß, dass es jetzt nicht kurz ist. Aber ja, für mich sind sie jetzt auf jeden Fall ein Stück kürzer und ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Und ansonsten würde ich sagen, rede ich gar nicht mehr lange um den heißen Brei rum und fange an mit meinem Haul. Ich bin übrigens momentan total auf einem bestimmten Farbtrip. Also ihr werdet in diesem gesamten Haul sicherlich ein bestimmtes Muster erkennen. Ihr könnt mir ja sagen, ob ihr vielleicht eine Idee habt, welche Farbe ich momentan sehr gerne mag. Jedenfalls möchte ich gerne anfangen mit dieser super schönen, weichen Flausch-Strickjacke. Die hat einfach so einen Nude-Ton, so ein bisschen kühler, allerdings kein warmer Nude-Ton, nicht so karamellmäßig oder camo-mäßig, sondern eher so sandfarbend. Und ich finde diesen Farbton so schön. Ich habe lange nach so einer Strickjacke gesucht und ich habe sie mir tatsächlich noch in der Glamour Shopping Week gekauft. Die ist aus dem Laden Typhoon. Ich war neulich mit einer Freundin im Primark und habe gesehen, dass es dort auch so ganz ähnliche gibt. Die haben dann nicht direkt denselben Farbton und sind auch nicht ganz so weich, aber sie sind natürlich wesentlich günstiger. Die habe ich mir gekauft, besitze sie jetzt schon ein paar Wochen und finde sie super schön. Es ist ein richtig schöner, langer Cardigan, den ihr super gut tragen könnt, der super, super warm hält. Sie trägt natürlich ein bisschen auf, einfach durch diese Art. Man sieht ein bisschen aus wie so ein geplatztes Sofakissen, aber sie ist einfach super gemütlich und perfekt für diese Jahreszeit. Ich werde übrigens versuchen, alle Sachen, die ich euch zeige, im Internet zu finden, entweder komplett dasselbe Modell oder so ähnlich. Die Links dazu setze ich euch dann in die Infobox, je nachdem, was ich finde, könnt ihr da gerne reinschauen. Dann mache ich bei H&M weiter, da habe ich mir ziemlich viel gekauft, um ehrlich zu sein. Ich hatte da irgendwie so einen 10% Gutschein gesehen oder so. Und das erste, was ich mir gekauft habe, ist dieses Hemd bzw. diese Bluse. Die ist auch in so einem Beige-Ton, also nicht komplett weiß, eher so ein Beige-Ton und hat eben so Kästchen. Und ich mag ja so Flannels total gerne in allen möglichen Farben und ich hatte aber noch nichts in weiß und ich finde es einfach so schön, weil es so universell ist und man es mit so vielen Sachen tragen kann und ja, ich einfach diese Farbe ja auch sehr, sehr gerne mag. Ich glaube, das war auch nicht so teuer, also ich werde versuchen, wenn ich die Preise noch irgendwo habe, sie euch natürlich auch einzublenden. Und genau, das fand ich auch super schön, habe es auch schon ein paar Mal getragen, wie gesagt, super universell einsetzbar. Ihr habt hier vorne halt noch den Kragen und dann hier so Knöpfe, ihr könnt das Ganze zutragen oder offen. Ich trage solche Oberteile eigentlich meistens offen, weil ich es erstens bequemer finde und zweitens es einfach einfacher zu stylen finde, wenn ihr einfach einen Top drunter anzieht, reicht das, finde ich schon. Oder ein schönes T-Shirt und ja. Darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Dann habe ich mich ein bisschen mit ein paar neuen Pullovern eingedeckt. Auch da habe ich 2 bei H&M gefunden. Ich finde, H&M hat im Herbst wirklich richtig, richtig schöne Sachen. Also ich hatte teilweise so Phasen, wo ich da nichts gefunden habe. Aber in letzter Zeit gab es da wirklich super schöne Sachen. Und da habe ich dann auch eben diesen Pullover gekauft. Der hat hier so einen runden Kragen. Sieht ein bisschen seltsam aus zuerst, wenn man ihn anhat, finde ich. Aber dann ist er echt schön und super weich. Und ich habe ihn jetzt auch gewaschen und er ist überhaupt nicht irgendwie komisch fusselig oder so, was mich total gefreut hat. Viele von euch haben mich danach gefragt, weil ich den schon total oft anhatte, auch bei Snapchat und so, weil ich den habe. Also der ist auch von H&M und er hat hier halt eben diesen Rundkragen, ansonsten hat er diese Wollweißfarbe. Hier unten hat er so ein bisschen dieses High-Low und ist ansonsten einfach, fällt ein bisschen kastig, also ist jetzt nicht körperbetont oder so, aber eben super gemütlich für zu Hause oder auch einfach so. Hält auch total schön warm und war jetzt auch nicht so super teuer. Dann habe ich einen weiteren Pulli gekauft und diesmal in einem ganz anderen Farbton und zwar so. Der ist jetzt so dunkelrot, dunkelblau und ich wollte unbedingt was in so einem Burgunderton haben und finde es sehr, sehr, sehr schön, muss ich sagen. Der hat halt hier so geflochtene Muster, auch in der Mitte des Pullovers könnt ihr auch noch so geflochtene Muster erkennen. Ich hoffe, man kann das
einigermaßen erkennen. Der ist relativ lang, auch gerade die Ärmel sind relativ lang, gehen halt so ein bisschen über die Hand drüber. Ich persönlich finde es total gemütlich. Ich mag das gerne, wenn also meine Finger so ein bisschen davon bedeckt sind. Genau, den habe ich gekauft. Der ist von der Marke LOGG, Label of Graded Goods. Mein nächster Einkauf war dann ein Cardigan, auch wieder von H&M. Wir sind immer noch bei H&M. Ich habe euch ja gesagt, im Herbst finde ich halt H&M einfach mit die schönsten Sachen. Und das ist ein Cardigan, auch in diesem Farbton. Allerdings ist hier jetzt kein Blau mit drin. Das ist eher so Burgund mit ein bisschen Schwarz tatsächlich noch. Also er ist noch ein bisschen dunkler. Und das Schöne bei dem ist, dass der so wasserfallmäßig fällt. Und wer es von euch noch nicht mitbekommen hat, ich bin total das Cardigan-Mädchen. Also wenn ich keinen gemütlichen Pulli anhabe, dann habe ich irgendeinen Cardigan mit einem Top an oder so. Also und einem Schal am besten noch. Das ist so meins. Das ist einfach gemütlich und darin fühle ich mich eigentlich immer am wohlsten. Machen wir weiter bei dem nächsten Cardigan und auch das ist einer, den ich super, super schön finde und den ich auch schon oft anhatte. Das ist dieser graue Cardigan, ebenfalls von H&M. Der ist so ein bisschen oversized, hat hier vorne so 2 Taschen und den gibt es, glaube ich, auch in mehreren Farben. Ich habe mich jetzt für ein Grau entschieden, weil ich das Grau total schön finde. Also ich finde, das ist so ein schönes meliertes Grau, was aber noch irgendwie einen hohen Weißanteil hat, sehr, sehr hell ist und was ich daher total mag. Ich hatte ja vor 2 Jahren wirklich so einen Run, wo ich fast alles nur in Grau gekauft habe, aber ich mag Grau immer noch total gerne und wie gesagt, ich finde es ein total schöner Ton. Wenn man den wäscht, also ich habe den jetzt schon ein bisschen gewaschen, dann kriegt er hier gerade so an den Nähten so ein paar Flusen, aber es ist jetzt nicht so super schlimm. Also man kriegt es schon noch weg und ich gehe dann irgendwie mit einer Fusselbürste oder so lange, dann ist es schon okay. Er ist auf jeden Fall super, super warm, super gemütlich zu tragen und ich mag ihn total, total gerne. So, dann habe ich mir 2 Schals gekauft. Als hätte ich nicht schon genügend Schals mir neulich gekauft bei Zara, habe ich dann noch einen gekauft. Ich habe ihn online bestellt. Auch das habt ihr auf meinem Instagram schon gesehen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Und zwar ist es dieser schwarze mit den weißen Kästchen, der riesig ist und wo man sich wirklich komplett so einmal mit eindecken kann. Ich liebe den, ich mache ihn gerade mal um. Ich finde, man kann ihn zu so vielen Sachen tragen. Leider trägt gerade der Weißabgleich ein bisschen ab, weil der Schal so dunkel ist. Es gibt den auch in hell mit schwarzen Kästchen, aber ich habe mich jetzt für schwarz entschieden, weil ich noch keinen schwarzen Schal habe tatsächlich und ich mir dachte, hey, der ist nicht ganz schwarz, er hat ein bisschen was Besonderes und ja, ihr könnt ihn noch bei Zara bekommen. Auch dazu findet ihr den Link, wenn ich ihn finde, in der Infobox. Und dann habe ich außerdem bei Zara mir noch eine Tasche bestellt und eigentlich nur wegen der Farbe. Ich hatte noch nie eine Tasche, die so eine Farbe hat. Ich glaube, im Online-Shop nennen sie das Make-up. Ist halt so ein Nude, es ist übrigens kein Echtleder. Ist so ein Nude und hat einfach eine total schöne Größe, finde ich. Also ihr könnt die halt so tragen oder dann habt ihr auch so diesen Crossbody Henkel sozusagen. Und nur damit ihr einen Vergleich ungefähr habt, also ihr bekommt hier gerade so einen A4-Block rein. Also viel größer ist sie nicht. Und ich finde sie einfach total schön. Sie sieht super edel aus, finde ich irgendwie. Hat hier an der Seite eben noch einen Reißverschluss und auf der anderen Seite auch noch einen. Und ich glaube, die hat um die 25 € gekostet. Und weil ich momentan einfach total auf diese Farbe stehe, dachte ich mir, wäre die total hübsch. Und habe mich richtig gefreut. Ich habe schon lange keine Tasche mehr gekauft, so handtaschenmäßig. Und die finde ich einfach echt schön. Ihr habt da drin jetzt nicht besonders viel Unterteilung. Also ihr habt hier so ein kleines Fach, wo ihr noch was reinmachen könnt. Ansonsten ist da nicht mehr viel mit Unterteilen. Ich glaube, das wird jetzt so meine neue Everyday Bag. So. Und jetzt kommen wir zu dem mutigsten Teil aus diesem Haul. So würde ich es zumindest bezeichnen. Und zwar habe ich lange nach einem schönen Mantel gesucht. Also wirklich nach so einem, der so ein bisschen edler aussieht. Und da ich ja momentan auf dem Nude-Trip bin, wollte ich natürlich auch so einen Mantel haben. Meine Mama, wenn die das sieht, würde mich wahrscheinlich töten, weil ich schon immer so war. Ich habe schon immer auf so helle Farben gestanden und ich bin ja wirklich die Person, die sich täglich mit irgendwelchen Sachen voll schmiert. Am liebsten Tomatensauce auf weißen T-Shirts. Deswegen würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, wie konntest du diesen Mantel kaufen? Aber ich habe auf aboutyou.de einen wunderschönen Mantel gefunden. Der ist jetzt von New Look und der sieht so aus. Also ihr könnt die Farbe sehen. Und was mir daran sehr, sehr gut gefallen hat, ist eben, dass es so ein bisschen dieses Wasserfallding hat. Er hat auch an der Seite so ein Gürtel, das heißt, ihr könnt es damit ein bisschen enger machen. Ich persönlich trage den aber auch total gerne offen einfach. Am liebsten noch mit dem schwarzen Zara-Schal. Aber den kann ich echt gut tragen und ich fühle mich damit auch nicht zu schick. Wisst ihr, wie ich meine? Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich kann es nicht im Alltag tragen, weil man ihn auch
gerade wenn man ihn offen trägt, super gut so ein bisschen cooler tragen kann. Kommen wir nun zum letzten Teil. Und zwar ist es ein paar Schuhe und die sehen so aus. Ich hoffe, ihr könnt sie jetzt gut erkennen, also sie sind schwarz und haben einen recht hohen Absatz, haben dann hier noch so ein Gummi und ich fand die von der Form sehr, sehr schön. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Also die sind vorne halt relativ rund, aber trotzdem schmal und ich finde, also erstmal laufe ich ja eh nicht viel auf hohen Schuhen und ich habe aber eben nach einem Paar gesucht, was einerseits schwarz ist, sodass ich es zu fast allem tragen kann, was andererseits aber irgendwie keinen dünnen Absatz hat, weil auf sowas kann ich nicht laufen und das sieht bei mir dann auch echt bescheuert aus und das, finde ich, sieht dann halt auch blöd aus, so halt wie gewollt und nicht gekonnt. Und was aber außerdem eine schöne Form hat, weil ich finde, das ist am schwierigsten zu finden an hohen Schuhen oder so, ich nenne es mal Damenschuhen, dass mir die persönlich auch vorne viel zu spitz sind und ich finde, es sieht einfach nicht schön aus. Also ich finde, es sieht irgendwie selten gut aus, weil es macht den Fuß natürlich einerseits ein bisschen schmaler, aber andererseits halt auch so wahnsinnig lang und irgendwie finde ich das nicht so hübsch. Ich finde es schöner, wenn es so abgerundet ist, so leicht, ohne jetzt irgendwie klobig zu wirken und die fand ich echt schön. Die sind von der Marke Catwalk und haben 34,90 € gekostet, also echt okay. Und ich kann die auch total schön mit dem Mantel, den ich euch gerade gezeigt habe, tragen. Das hat mir daran auch sehr gut gefallen. Sie sind auch echt bequem zum Laufen, also das hätte ich auch nicht gedacht, aber sie sind tatsächlich bequem, also auch Leute, die ungeübt darauf sind, auf solchen Schuhen zu laufen, kriegen das ganz gut hin, weil wenn ich das hinkriege, dann heißt es schon was. So, und das war's von meinem Herbst-Fashion-Haul. Ich hoffe, die Sachen haben euch gefallen. Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, ob ihr euch viel gekauft habt, ob es noch bestimmte Sachen gibt, die ihr noch sucht. Ich habe jetzt erstmal beschlossen, den ganzen November lang nichts zu kaufen. Also wirklich nichts an Klamotten, nichts an Schmuck, nichts an irgendwelchen Beauty-Sachen, Parfüm, was weiß ich. Bei mir wird diesen Monat gespart. Deswegen werdet ihr vor Weihnachten auf jeden Fall keinen größeren Haul mehr bei mir auf dem Kanal sehen. Aber dafür habt ihr ihn ja jetzt gehabt. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr am Montag auch wieder dabei seid. Da gibt es nämlich ein Video, in dem ich euch so ein bisschen verrate, was die nächsten Wochen auf meinem Kanal los sein wird. Ich habe das ein oder andere sehr, sehr, sehr coole geplant und freue mich sehr, euch da mitnehmen zu dürfen. Und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Und als allererstes wollte ich euch zeigen das Indefectible 24 Stunden Matte Make-up von L'Oréal Paris. Ich habe mir das gekauft, weil ich gehört habe, dass es ganz, ganz toll halten soll, auch über eine lange Zeit hinweg. Und ich hatte jetzt mein Praktikum an der Schule und ich wollte einfach ein Make-up, was wirklich von morgens, wann habe ich mich geschminkt? 4:30